Wenn du nach einer kurzen Fahrradtour absteigst und denkst, das hat doch eigentlich nichts gebracht, dann ist dieses Video genau für dich. Denn diese kurzen Strecken sind genau der Punkt, an dem viele aufhören, obwohl sie ihrem Körper gerade etwas richtig Gutes tun. Und das gilt besonders, wenn du gerade erst anfängst oder schon lange nicht mehr gefahren bist. Ich zeige dir jetzt, warum diese 5 bis 10 Minuten Fahrten einen viel größeren Effekt haben, als wir denken. Und warum genau das der Schlüssel ist, um wirklich dran zu bleiben. Die meisten von uns haben irgendwann gelernt, Sport bringt nur etwas, wenn er lang ist. Warum wir kurze Strecken sofort unterschätzen. Lass uns kurz über etwas sprechen, das fast jeder kennt, egal ob Anfänger oder Wiedereinsteiger. Du fährst mit dem Fahrrad nur ein paar Minuten, vielleicht zum Bäcker, zur Arbeit oder nur eine Runde um den Block. Und wenn du wieder absteigst, kommt dieser Gedanke, war das jetzt überhaupt Bewegung? Und vielleicht denkst du sogar, das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Und dieser Gedanke kommt nicht, weil du faul bist. Er kommt, weil wir es genauso gelernt haben. Sport muss anstrengend sein, Sport muss lange dauern. Und erst dann zählt es. Und gerade beim Fahrradfahren vergleichen wir uns mit Bildern aus dem Kopf. Lange Touren, viel Schweiß, hohe Kilometerzahlen. Und alles darunter fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und das Problem ist, dein Körper kennt diese Regeln nicht. Er denkt nicht in Kilometern, nicht in Minuten oder in Trainingsplänen. Er kennt nur einen Unterschied: Bewegung oder keine Bewegung. Und genau hier fängt etwas an, das viele komplett unterschätzen. Denn kurze Fahrten senden deinem Körper ein ganz klares Signal. Und dieses Signal ist viel stärker, als wir denken. Was bei kurzen Fahrten wirklich passiert. In dem Moment, in dem du dich aufs Fahrrad setzt, passiert etwas ganz Entscheidendes. Dein Körper wacht auf. Er fragt nicht, wie lange fahren wir heute? Oder ist das jetzt genug? Er merkt nur, wir bewegen uns wieder. Dein Herz schlägt ein bisschen schneller, dein Blut kommt in Bewegung und deine Muskeln werden warm. Nicht hektisch, nicht überfordert, sondern genau richtig. Und gerade wenn du schon länger nur wenig Bewegung hattest, ist das ein unglaublich starkes Signal. Dein Körper reagiert nicht linear und diese ersten Minuten bringen oft viel mehr, als wir glauben. Nicht, weil sie anstrengend sind, sondern weil sie regelmäßig passieren können. Dein Körper merkt, das hier ist keine Ausnahme, das könnte wieder Alltag werden. Und genau auf diesen Moment reagiert er. Er schaltet um von Stillstand auf Aktivität, von ich spare Energie auf ich darf sie wieder verwenden. Und dafür braucht es keine langen Strecken. Dafür braucht es nur Bewegung. Und genau deshalb ist Fahrradfahren für den Wiedereinstieg so wirkungsvoll, weil er deinem Körper Bewegung gibt, ohne ihn zu überfordern. Kurzer Tipp für zwischendurch: Falls du dir unsicher bist, wie man einen Schlauch wechselt, wenn man mal einen Platten hat, dann schau dir gerne mein Video dazu an, was ich dir hier verlinke. Dort erkläre ich ganz genau, wie es geht. Und ich habe dir auch in den Kommentaren eine PDF angepinnt. Die kannst du dir runterladen, die ist komplett kostenlos. Es steht drin, welches Werkzeug du brauchst und es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man einen Schlauch wechselt. Wenn du das dann noch einmal geübt hast zu Hause, dann hast du auf jeden Fall viel mehr Sicherheit für unterwegs und damit auch viel mehr Spaß am Fahrradfahren. Und jetzt zurück zum Video. Warum gerade Anfänger davon profitieren. Gerade wenn du wieder anfängst, ist eine Sache besonders wichtig: dass sich Bewegung nicht wie eine Hürde anfühlt. Und genau hier ist Fahrradfahren so besonders. Du steigst auf und dein Körper fühlt sich nicht bedroht. Du musst nicht rennen, du musst niemandem etwas beweisen. Du kannst langsam fahren, du kannst auch schneller fahren und du kannst auch jederzeit einfach anhalten. Das Wichtigste: du hast jederzeit die Kontrolle. Dein Körper merkt, ich bin sicher. Und wenn dein Körper sich sicher fühlt, öffnet er sich für Veränderungen. Du bewegst dich und dein Kopf denkt nicht, ich muss jetzt Sport machen. Er denkt eher, ich bin einfach nur unterwegs. Und genau deshalb bleibt Fahrradfahren nicht bei einem Mal. Du steigst ab und denkst nicht, oh, endlich vorbei, sondern das könnte ich morgen nochmal machen. Und genau dieses Gefühl, nicht überfordert zu sein, ist der wahre Grund, warum kurze Fahrten langfristig so viel verändern. Der wahre Fitnessbooster. Warum Regelmäßigkeit alles verändert. Und jetzt kommt etwas, das viele komplett unterschätzen.
Regelmäßigkeit. Du musst nicht jeden Tag eine Stunde fahren oder eine lange Tour schaffen. Schon ein paar Minuten regelmäßig wiederholt verändern alles. Stell dir vor, heute 10 Minuten, morgen 12, übermorgen 10. Und schon bist du eine ganze Woche lang jeden Tag ein bisschen unterwegs. Dein Körper merkt, oh, hier passiert etwas, das anhält. Und das Schöne ist, es fühlt sich leicht an, es fühlt sich machbar an. Es fühlt sich irgendwie nach Alltag an und nicht nach Training. Du bist nicht überfordert, sondern du fühlst dich motiviert. Und genau das macht den Unterschied. Regelmäßigkeit ist der wahre Fitnessbooster. Nicht die perfekte Einheit, nicht die lange Strecke, sondern dranbleiben. Jeden Tag ein kleines bisschen. Und wenn du soweit bist, merkst du plötzlich, nicht nur dein Körper verändert sich, sondern auch dein Kopf, deine Energie und deine Stimmung. Warum du dich nach kurzen Fahrten besser fühlst. Jetzt kommt der Teil, den fast jeder unterschätzt, wie sich kurze Fahrten auf deine Stimmung und deine Energie auswirken. Du steigst aufs Fahrrad, nur für ein paar Minuten, und du bemerkst, dein Kopf wird klarer, deine Gedanken ordnen sich, du fühlst dich leichter, nicht schwerer. Es ist kein Zufall, Bewegung setzt Glückshormone frei, dein Kreislauf läuft besser und schon nach kurzer Zeit hast du mehr Energie. Du denkst vielleicht, nur 10 Minuten? Das bringt doch nicht viel. Aber genau diese kleinen Momente summieren sich auf, Tag für Tag. Und plötzlich bist du wacher, zufriedener und motivierter. Dieses kleine Erfolgserlebnis, der Kick, den du nach nur wenigen Minuten Fahrradfahren spürst, ist der Beginn einer Veränderung, die du in deinem Alltag halten kannst. Und jetzt seid ihr dran. Und genau dieses Gefühl, mehr Energie, bessere Laune, Lust aufs Fahrradfahren, möchte ich jetzt von dir hören. Schreib mir in die Kommentare, merkst du schon etwas bei dir? Mehr Energie, bessere Laune, mehr Lust, wieder aufs Fahrrad zu steigen? Ich bin gespannt auf deine Erfahrungen.